Deutsch lernen durch Hören. Ottmars Erbe. Ein Haus voller Rätsel. Ottmars Onkel ist gestorben. Er war sehr reich und hatte weder eine Ehefrau noch Kinder. Deshalb hat Ottmar sein riesiges Haus geerbt. Sein Geld hat Ottmars Schwester bekommen. Heute ist Ottmar zum ersten Mal in dem Haus, seit er ein Kind war. Ottmars Vater und sein Onkel haben sich nicht gut verstanden. Sie hatten einen großen Streit, als Ottmar noch ein Kind war. Worum es bei dem Streit gegangen war, weiß Ottmar nicht. Sein Vater hatte es ihm nie erzählt, und da er im letzten Jahr gestorben war, würde Ottmar es wohl auch nie erfahren. Während Ottmar vor dem riesigen Haus steht und es betrachtet, fragt er sich: Warum baut man bloß so ein großes Haus? Wozu benötigt man 50 Zimmer? Das hatte er als Kind auch seinen Onkel gefragt, aber der hatte nur gelacht. Sein Onkel hat das Haus nicht selbst bauen lassen. Es war schon über 100 Jahre alt, als er es damals gekauft hat. Nachdem Ottmar sich den Garten angesehen hat, der zu dem Haus gehört, möchte er sich das Haus auch von innen ansehen. Er weiß noch nicht genau, was er mit dem Haus machen soll. Wahrscheinlich wird er es verkaufen und sich von dem Geld, das er dafür bekommt, ein kleines, praktisches Haus kaufen. Seine Freundin und er denken darüber nach, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Ein eigenes Haus wäre ein guter Anfang dafür. Ottmar schließt die große, dekorative Haustür auf. Die Luft im Haus riecht nicht gut, darum öffnet er zuerst einige Fenster. Danach geht Ottmar von Raum zu Raum. Die meisten von ihnen sind leer. Sein Onkel hat nicht einmal die Hälfte der Zimmer benutzt. Als Ottmar fast alle Räume angesehen hat, entdeckt er eine Tür. Sie befindet sich am Ende eines Flurs. Sie ist nicht besonders auffällig, ganz im Gegenteil. Allerdings hat diese Tür eine Besonderheit. Es gibt keine Türklinke, nicht einmal ein Schloss, um die Tür mit einem Schlüssel zu öffnen. Ottmar hat keine Ahnung, wie man diese Tür öffnen soll oder was sich dahinter befinden könnte. Da Ottmar ein sehr neugieriger Mensch ist, versucht er, die Tür mit den Händen zu öffnen. Er schiebt seine Fingernägel zwischen den Rand der Tür und die Wand und zieht. Die Tür bewegt sich nicht. Er macht sich nur die Fingernägel kaputt. Ohne Werkzeug lässt sich die Tür nicht öffnen, stellt Ottmar fest. Darum geht er zum Auto, um sein Werkzeug zu holen, das er für Notfälle immer im Wagen hat. Während er nach draußen geht, überlegt er die ganze Zeit, was er wohl hinter der Tür finden wird. Vermutlich ist es bloß ein kleiner Raum, in dem man Dinge verstauen kann. Nur eine Art Schrank. Ottmar schiebt einen Schraubendreher zwischen die Tür und die Wand. Dann drückt er dagegen, aber es tut sich nichts. Vielleicht geht es an einer anderen Stelle besser, überlegt Ottmar und probiert es noch einmal weiter oben. Das klappt aber auch nicht. Anschließend versucht er es weiter unten, doch auch dieser Versuch bleibt erfolglos. Ottmar untersucht die Tür noch einmal gründlich. Es sieht wirklich wie eine Tür aus und nicht wie eine Platte, die dort angebracht wurde, um ein Loch in der Wand zu verstecken. Ottmar drückt kräftig gegen die Tür. Er hat die Hoffnung, dass sie sich dadurch vielleicht öffnet. Ein Freund von ihm hat Schränke in der Küche, die sich öffnen, wenn man dagegen drückt. Diese Tür öffnet sich dadurch allerdings trotzdem nicht. Ottmar setzt sich auf den Boden und denkt nach. Er wüsste gern, ob es noch eine andere Tür gibt, die in den Raum hinter dieser mysteriösen Tür führt. Neugierig klopft Ottmar gegen die Tür. Es klingt wie ein leerer Raum. Deshalb versucht Ottmar nun, einen anderen Eingang zu finden.
Er geht in jedes Zimmer auf der Etage und untersucht die Wände, ob dort irgendwo die andere Seite der mysteriösen Tür ist. Leider findet Ottmar nichts. Alle Räume haben nur eine Tür. Das bedeutet, dass die Tür ohne Türklinke zu einem vollkommen anderen Raum führen muss. Es wird langsam dunkel draußen und der Strom im Haus wurde nach dem Tod seines Onkels abgeschaltet. Deshalb muss Ottmar heute mit seinen Versuchen, die Tür zu öffnen, aufhören. Er schließt noch alle Fenster, bevor er geht, als ihm etwas auffällt. In der unteren Etage gibt es auch so eine Tür. Um sie zu untersuchen, ist es aber nicht mehr hell genug. Das muss bis morgen warten. Als Ottmar am nächsten Morgen zurückkommt, ist er besser vorbereitet. Er hat mehr Werkzeuge dabei, auch einen Hammer. Zuerst nimmt Ottmar sich die Tür im Erdgeschoss vor. Wie gestern steckt er einen Schraubendreher zwischen die Tür und die Wand. Doch diesmal schlägt er mit dem Hammer hinten auf den Schraubendreher. Das zeigt einen kleinen Erfolg. Die Tür löst sich etwas. Man kann sie aber noch nicht öffnen. Darum macht Ottmar das Gleiche nochmal an anderen Stellen. Und es klappt. Ottmar kann die Tür nun öffnen. Dahinter befindet sich allerdings nicht das, was er erwartet hat. Hinter der Tür befindet sich nichts. Absolute Dunkelheit. Es ist so dunkel, dass er nicht einmal erkennen kann, wo die Wände in dem geheimen Raum sind. Auch das Licht, das durch die Tür hineinscheint, hilft nicht. Ottmar hält sein Handy in die Dunkelheit und macht Fotos mit Blitz. Als er sich danach die Bilder ansieht, kann er nichts darauf erkennen. Sie sind alle vollkommen schwarz. Eigentlich würde Ottmar gern durch die Tür gehen, um zu sehen, wie groß der Raum dahinter ist. Aber er kann da absolut gar nichts sehen. Ob es oben hinter der Tür besser ist, überlegt Ottmar und geht mit seinem Werkzeug in die erste Etage. Er öffnet die Tür genauso wie die andere und auch hinter dieser Tür ist alles schwarz. In einem Raum hat Ottmar gestern einen Besen gesehen. Den möchte er in die Dunkelheit stecken und gucken, ob der Besen irgendetwas berührt. Langsam bewegt Ottmar den Besen durch die Dunkelheit hinter der Tür, allerdings berührt der Besen nichts. Es scheint dort nicht einmal einen Boden zu geben. Wenn Ottmar den Besen nach unten schiebt, ist da nichts. Zum Glück habe ich nicht versucht, da reinzugehen, stellt er fest. Ich wäre vermutlich ins bodenlose Schwarz gestürzt. Es scheint nichts hinter diesen seltsamen Türen zu geben. Ich glaube, ich werde dieses Haus lieber verkaufen. Die beiden Türen müssen vorher noch gesichert werden. Man sollte sie gegen richtige Wände austauschen oder einfach eine Wand davor bauen, damit niemand aus Versehen in der Dunkelheit verloren geht. Ob mein Onkel davon wusste? Die Türen sehen jedenfalls nicht so aus, als hätte man sie in den letzten Jahren geöffnet. Ottmar schließt die Tür und geht durch die Räume, um die Fenster aufzumachen. Plötzlich bleibt er starr stehen. Da ist noch so eine mysteriöse Tür. Die war gestern noch nicht da. Verdammt, flucht Ottmar, das ist nicht gut. Hastig rennt Ottmar die Treppe nach unten. Auch im Erdgeschoss entdeckt er eine weitere Tür. So ein Mist! Ob die neuen Türen erschienen sind, weil ich die anderen geöffnet habe, überlegt er. Die neuen Türen wird er auf jeden Fall geschlossen lassen. Da Ottmar jetzt lieber nach Hause fahren möchte, rennt er wieder nach oben, um die Fenster zu schließen. Sobald er oben ist, sieht er noch eine Tür. Okay, das reicht mir. Sollen die Fenster offen bleiben? Mir egal, ob da nachts Tiere hereinkommen. Ich will mit diesem Haus nichts mehr zu tun haben, schreit Ottmar, dreht sich um und verlässt das Haus.
Er will auch von diesem Haus nichts mehr wissen. Das Haus zu verkaufen kommt auch nicht mehr in Frage mit den Türen überall dort. Ich muss es verbrennen. Heute Abend komme ich zurück und stecke es in Brand. Dieses Haus ist gefährlich, überlegt Ottmar. Als er am Abend zurückkommt, regnet es. So wird es schwierig, ein Feuer zu machen, doch Ottmar tut, was er geplant hat. Er ist gerade fertig geworden mit seinen Vorbereitungen, als es blitzt und laut donnert. Sofort steht das Dach des Hauses in Flammen. »Das darf doch nicht wahr sein«, beschwert sich Ottmar. »Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich zu Hause geblieben.« Ottmar entfernt sich vom Haus, aber er ruft nicht die Feuerwehr. Bevor er das tut, will er sicher sein, dass der größte Teil des Hauses zerstört ist. Allerdings kommen schon wenig später mehrere Wagen der Feuerwehr. Einer der Nachbarn muss sie gerufen haben. Damit hat Ottmar nicht gerechnet. Das Haus liegt ziemlich weit entfernt von anderen Häusern. Sofort beginnt die Feuerwehr damit, die Flammen zu löschen. Ottmar beobachtet alles aus einer sicheren Entfernung. Er kann im Feuer schwarze Stellen sehen. Dort müssen sich die Türen befinden. Das Schwarz schluckt das Licht der Flammen rundherum.